Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute reden wir über unser Zuhause und wie es ist, an verschiedenen Orten zu leben. Abonniert uns und klickt auf die Glocke, um nichts zu verpassen. Also, wenn ich an mein Zuhause denke, dann fällt mir als erstes mein Wohnzimmer ein. Es ist der Raum, in dem ich am meisten Zeit verbringe. Ja, das Wohnzimmer ist oft der Mittelpunkt. Ich habe dort ein großes Sofa, das wirklich bequem ist. Wie ist es bei dir? Bei mir steht ein gemütlicher Sessel am Fenster. Das finde ich toll, weil ich dort gerne lese. Ein Sessel am Fenster klingt wirklich entspannend. Hast du auch Pflanzen im Wohnzimmer? Ja, ein paar. Sie bringen ein bisschen Natur ins Haus. Und du, hast du Pflanzen? Klar, ich habe einige Zimmerpflanzen. Sie machen das Zuhause lebendiger und frischer. Absolut. Pflanzen sind toll. Und wie würdest du dein Schlafzimmer beschreiben? Mein Schlafzimmer ist recht minimalistisch. Ein Bett, ein Schrank und ein Nachttisch. Ich mag es, wenn es nicht zu voll ist. Das klingt nach einem ruhigen Ort. Ich habe ein großes Bett, weil ich gerne viel Platz habe zum Schlafen. Großer Platz im Bett ist wichtig. Wie sieht es mit deiner Küche aus? Beschreib sie mal. Meine Küche ist klein, aber praktisch. Ich koche dort gerne, weil alles in Reichweite ist. Praktisch ist super. Meine Küche hat einen kleinen Tisch, an dem ich oft frühstücke. So eine Frühstücksecke ist ja total gemütlich. Was ist mit dem Badezimmer? Wie würdest du das beschreiben? Mein Badezimmer ist ziemlich einfach. Eine Dusche, ein Waschbecken und ein großer Spiegel. Mehr brauche ich nicht. Einfach und funktional, das mag ich. Meins ist ähnlich, aber ich habe noch eine Badewanne, was ich liebe. Eine Badewanne ist ein echter Luxus. Und wie sieht es draußen aus? Hast du einen Balkon oder Garten? Ja, ich habe einen kleinen Balkon. Im Sommer sitze ich dort gerne und trinke Kaffee. Das klingt herrlich. Ich habe einen Gemeinschaftsgarten, den ich mit den Nachbarn teile. Da gibt es oft nette Gespräche. Ein Garten ist toll, besonders wenn man ihn teilen kann. So lernt man auch die Nachbarn besser kennen. Genau. Und was ist mit deinem Eingangsbereich? Ist er groß oder eher klein? Der Eingangsbereich ist eher klein, aber er reicht aus, um Jacken und Schuhe unterzubringen. Praktisch. Meiner ist ähnlich, aber ich habe noch einen Spiegel an der Wand, was ich sehr nützlich finde. Ein Spiegel ist wirklich praktisch im Flur, man kann schnell einen letzten Blick werfen, bevor man das Haus verlässt. Stimmt, der letzte Check vor dem Rausgehen ist wichtig. Die Gegend, in der man wohnt, kann viel ausmachen, oder? Was ist dir an deiner Nachbarschaft wichtig? Auf jeden Fall. Ich finde es toll, wenn es in der Nähe Parks oder Grünflächen gibt. Das hebt die Lebensqualität. Ja, Natur in der Nähe zu haben, ist wirklich schön. Bei mir gibt es einen kleinen Park, wo ich oft spazieren gehe. Das klingt idyllisch. Hast du auch Geschäfte in der Nähe, die du oft besuchst? Ja, es gibt einige kleine Läden und Cafés in meiner Gegend. Das ist sehr praktisch und ich mag es, die lokalen Geschäfte zu unterstützen. Das finde ich auch wichtig. Ich gehe oft in einen kleinen Laden um die Ecke. Dort kennt man sich und es ist immer freundlich. Eine freundliche Umgebung macht viel aus. Gibt es auch kulturelle Angebote in deiner Nachbarschaft? Ja, wir haben ein kleines Kino und ab und zu gibt es hier Veranstaltungen im Gemeindezentrum. Das bringt etwas Abwechslung. Ein Kino in der Nähe ist super. Das haben wir leider nicht, aber es gibt regelmäßig kleine Märkte, die ich gerne besuche. Märkte sind klasse, besonders wenn man frische Produkte direkt vom Erzeuger bekommt. Hast du dort Lieblingsstände? Ja, ich kaufe oft Gemüse bei einem Stand, der immer frische und regionale Ware hat. Und du? Gibt es bei dir einen Wochenmarkt?
Ja, jeden Samstag ist Markt. Da treffe ich oft Bekannte und man kann sich gut unterhalten. Das schafft ein Gemeinschaftsgefühl. Dieses Gefühl der Gemeinschaft ist wichtig. Macht das die Nachbarschaft für dich besonders? Definitiv. Wenn man die Nachbarn kennt und sich grüßt, fühlt man sich gleich viel wohler und sicherer. Das sehe ich genauso. Ich finde es schön, wenn man sich gegenseitig hilft, wenn es nötig ist. Ja, das stärkt den Zusammenhalt. Gibt es bei dir auch öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe? Zum Glück ja. Es gibt eine Bushaltestelle ganz in der Nähe. Das macht es einfach, in die Stadt zu kommen. Praktisch. Bei mir fährt die Bahn recht häufig, was mir viel Flexibilität gibt. Öffentliche Verkehrsmittel sind wirklich ein Pluspunkt. Sie erleichtern den Alltag enorm. Absolut. Und was ist mit Restaurants oder Cafés? Hast du da Favoriten in deiner Gegend? Es gibt ein paar nette Cafés, wo ich gerne meinen Kaffee trinke. Ein Lieblingsrestaurant habe ich auch. Das klingt gut. Ich probiere gerne neue Restaurants aus, wenn es die Zeit erlaubt. Neue Orte zu entdecken ist spannend. Manchmal findet man wahre Schätze direkt vor der Haustür. Es gibt viele Gründe, warum Menschen ihren Wohnort mögen oder nicht. Was fällt dir als erstes ein? Oft ist es die Umgebung. Manche Menschen lieben es, in der Stadt zu leben, während andere lieber auf dem Land sind. Ja, das ist ein großer Unterschied. In der Stadt hat man viele Möglichkeiten, aber manchmal vermisse ich die Ruhe. Auf dem Land hat man oft mehr Natur um sich herum, was entspannend sein kann. Aber die Wege sind manchmal länger. Das stimmt. Ein anderer Punkt ist die Nachbarschaft. Wenn man nette Nachbarn hat, fühlt man sich gleich wohler. Genau, freundliche Nachbarn können vieles angenehmer machen. Man grüßt sich, hilft sich aus, das schafft Vertrauen. Und wie sieht es mit der Infrastruktur aus? Spielt das für dich eine Rolle? Auf jeden Fall. Gute Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindungen sind wichtig. Ohne sie fühlt man sich schnell isoliert. Richtig. Wenn man erst weit fahren muss, um einzukaufen, kann das nervig sein. Und wie ist es mit Freizeitangeboten? Freizeitaktivitäten in der Nähe sind ein Pluspunkt. Ob Sportmöglichkeiten, Kinos oder kulturelle Angebote. Es gibt viel zu entdecken. Ja, das macht das Leben abwechslungsreich. Aber was, wenn es vor Ort nicht viel gibt? Dann versuchen viele, das Beste daraus zu machen. Oder sie organisieren selbst etwas. Das kann auch den Zusammenhalt stärken. Das ist eine gute Einstellung. Manche Menschen mögen ihren Wohnort auch wegen der Erinnerungen, die sie damit verbinden. Erinnerungen sind wertvoll. Sie geben einem Ort eine persönliche Bedeutung und machen ihn einzigartig. Und wie wichtig ist dir die Sicherheit in deiner Gegend? Sehr wichtig. Wenn man sich sicher fühlt, lebt es sich viel entspannter. Das beeinflusst oft, wie man einen Ort wahrnimmt. Ja, Sicherheit ist ein großes Thema, aber manche mögen es auch, wenn eine Gegend lebendig und bunt ist. Lebendigkeit bringt Energie und Vielfalt. Das kann inspirierend sein. Aber manchmal braucht man auch einfach Ruhe. Da stimme ich zu, ein guter Mix aus beidem wäre ideal. Hast du schon mal über einen Umzug nachgedacht? Klar, manchmal überlegt man, ob es woanders besser wäre. Aber es gibt immer Vor- und Nachteile, die man abwägen muss. Das ist wahr. Manchmal helfen kleine Veränderungen, um sich wohler zu fühlen, ohne gleich umzuziehen. Ein neuer Anstrich, ein Parkbesuch oder ein Treffen mit Freunden kann schon viel ausmachen. Absolut. Am Ende ist es oft das Gefühl, das man mit einem Ort verbindet, das zählt.
Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie man sich an einem Ort wohler fühlen kann. Was denkst du, wie wird ein Gespräch über das Wohnen persönlicher? Ich glaube, es wird persönlicher, wenn man über die eigenen Erfahrungen spricht. Zum Beispiel, was einem an seinem Zuhause besonders wichtig ist. Ja, genau. Wenn man erzählt, warum man eine bestimmte Ecke im Wohnzimmer liebt oder welches Fenster den besten Ausblick hat, wird es sofort persönlicher. Oder wenn man über die Herausforderungen spricht, die man mal in seiner Wohnung hatte, wie man vielleicht den perfekten Ort für das Sofa gesucht hat. Das stimmt, und manche Menschen haben besondere Geschichten, warum sie an einem Ort wohnen. Vielleicht ist es der Ort, an dem sie aufgewachsen sind. Ja, solche Geschichten geben einem Gespräch Tiefe und sie zeigen, dass Wohnen mehr ist als nur ein Dach über dem Kopf. Genau. Und wenn man über die kleinen Dinge spricht, wie den Lieblingsplatz zum Kaffeetrinken am Morgen, wird das Gespräch viel lebendiger. Oder wenn man erzählt, wie man den Garten gestaltet hat. Das kann auch ein schönes Thema sein, besonders für jemanden, der gerne draußen ist. Absolut. Ich finde, das Teilen von persönlichen Wohnideen oder Dekorationstipps kann auch ein Gespräch beleben. Auf jeden Fall. Und es kann auch inspirierend sein, zu hören, wie andere ihr Zuhause gestalten oder verbessern. Manchmal merkt man, dass man ähnliche Vorlieben hat und das verbindet einen sofort. Vielleicht mögen beide den gleichen Einrichtungsstil. Oder man entdeckt neue Ideen, die man selbst ausprobieren möchte. Das kann sehr bereichernd sein. Manchmal sind es auch die kleinen Traditionen oder Rituale, die ein Zuhause besonders machen, wie ein gemeinsames Abendessen am Sonntag. Ja, solche Rituale geben dem Alltag Struktur und machen das Zuhause noch gemütlicher. Und wenn man sich über die Zukunftspläne für sein Zuhause unterhält, wird es auch spannend. Vielleicht plant jemand einen Umbau oder neue Möbel. Das stimmt. Pläne für die Zukunft zeigen, dass ein Zuhause ein lebendiger Ort ist, der sich entwickelt. Ich denke, auch wenn man über die Herausforderungen spricht, wie zum Beispiel den Lärm oder die Kälte im Winter, kommt man sich näher. Ja, solche Themen zeigen, dass niemand das perfekte Zuhause hat und jeder seine eigenen kleinen Probleme lösen muss. Und manchmal lernt man dabei auch voneinander. Vielleicht hat jemand einen guten Tipp, wie man mit einem Problem umgehen kann. Genau, das macht Gespräche über das Wohnen viel reicher und persönlicher. Man tauscht Erfahrungen aus und lernt dazu. Und am Ende geht es oft darum, wie man sich in seinem Zuhause fühlt. Das ist das Wichtigste, oder? Ja, das Gefühl, angekommen zu sein, ist entscheidend. Und darüber zu sprechen, macht das Wohnen zu einem ganz persönlichen Thema. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir freuen uns über eure Kommentare. Schreibt uns, welches Wort aus dem Podcast euch am besten gefallen hat. Das wäre super. Genau. Und wenn euch unser Podcast gefällt, vergesst nicht, uns zu liken und zu abonnieren. Klickt auf die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Die Umgebung. Die Umgebung der Stadt bietet viele Freizeitmöglichkeiten. In einer ruhigen Umgebung kann man sich gut entspannen. Die Nachbarschaft. Eine gute Nachbarschaft trägt viel zum Wohlbefinden bei. In unserer Nachbarschaft gibt es ein jährliches Straßenfest. Die Freizeitaktivitäten. Freizeitaktivitäten sind ein wichtiger Teil des Lebens. In der Stadt gibt es viele verschiedene Freizeitaktivitäten. Die Sicherheit. Die Sicherheit in der Gegend ist für viele Menschen wichtig. Wenn man sich sicher fühlt, kann man entspannter leben. Das Zuhause. Ein gemütliches Zuhause ist für viele Menschen ein großer Wunsch. Wir haben unser Zuhause letztes Jahr neu eingerichtet.